Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei Michael Grant Klartext. Heute eine weitere historische Aufklärung. Und zwar über die Person Hitler selbst. Ich will von einer weit verbreiteten politischen korrekten Meinung warnen. Hitler als Irren, als das Böse, als Dämon oder Taugenichts darzustellen. Es entstellt seine Person in geradezu unverantwortlicher und gefährlicher Weise. Genau diese Darstellungsweise spricht gegen die Fähigkeit, historische und auch psychologische Zusammenhänge im Kontext der damaligen politischen Weltgeschichte deuten zu können und ist ein klarer Beweis für manipulative und tendenziöse Geschichtsschreibung anstatt objektive Aufklärung. Wir müssen Adolf Hitler, auch wenn es weh tut, auch wenn man sich dagegen sträuben möchte, als Menschen begreifen, mit Fehlern, Vorurteilen, Vorlieben, guten und schlechten Seiten. Alles andere ist nicht professionell. Die Vergangenheit zeigt jedoch eindeutig, je mehr Adolf Hitler verdammt wird, umso größer wurde sein Mythos. Nur dadurch, dass wir ihn als Menschen erkennen, der gesellschaftlichen, politischen und auch persönlichen Wechselwirkungen ausgesetzt war, können wir ihn entmythologisieren. Bei den Massenverbrechern Mao oder Stalin ist das gelungen. Warum nicht auch bei Hitler? Und es geht nicht darum, Hitler zu glorifizieren. Ich wiederhole es zum millionsten Mal. Es geht nur darum, die Fakten darzustellen. Die Fakten so, wie sie waren. Es geht nicht um Glorifizierung, es geht nicht um Dämonisierung. Heute beschäftige ich mich mit der Kindheit von Adolf Hitler, über die man nicht so viel weiß. Und wenn, dann wird es natürlich auch wieder verschwiegen oder verklärt. Heute wird jeder Migrant, der Menschen umbringt, auf grausamste Weise psychologisch untersucht. Und wenn man nur ein wenig feststellt, dass er vielleicht irre sein könnte oder einen psychologischen Defekt hatte, ist er schuldunfähig. Und zwar sagen auch viele, es liegt in der Kindheit begründet, warum man später dann diese Charaktereigenschaften hat. Gilt das auch für Hitler? Nein, natürlich nein. Hitler war ja kein Mensch, Hitler war ein Alien, ein Dämon oder was weiß ich. Egal wie, ich habe mir die Kindheit von Hitler angesehen und er hat als Kind sehr viel Gewalt erfahren. Dennoch wird das in den historischen Betrachtungen nicht zugrunde gelegt. Kinder, die Gewalt erfahren haben, sind Opfer. Aber gilt das auch bei Adolf Hitler? Ich habe schon gesagt, natürlich nein. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Psyche des kleinen Adolfs tatsächlich beeinflusst wurde durch die Gewalt, die er erfahren hat. Das kann keine Entschuldigung sein, ich wiederhole es noch einmal, aber eine Erklärung dafür, wieso er sich als Erwachsener so verhielt, wie er es tat. Denn gerade die frühe Kindheit wird von Psychologen als besonders wichtig für die Entwicklung des Charakters angesehen. Alois, sein Vater, selbst tüchtig und autoritär, streng, Wichtigtuer, gefühlslos, Zollamtsoberoffizial, also ein höherer Beamter im gehobenen Dienst. Er war 3-mal verheiratet, einmal mit einer älteren Frau, 2-mal mit einer jüngeren, die seine Töchter hätten sein können. Seine erste Ehe, Alois Hitler heiratete Anna Glasl-Hörer im Jahr 1873. Diese Ehe blieb kinderlos und Anna starb 1883. Die zweite Ehe, kurz nach dem Tod seiner ersten Frau, heiratete Alois Franziska Matzelsberger im Jahr 1883. Franziska war eine Gasthausköchin und mit ihr hatte Alois den unehelichen Sohn Alois Junior, bevor sie heirateten. Franziska starb 1884, kurz nach der Geburt des zweiten Kindes. Die dritte Ehe. Alois heiratete 1885 seine Nichte zweiten Grades Clara Pölzel, die spätere Mutter von Adolf Hitler. Für diese Heirat war eine päpstliche Dispens notwendig, da sie blutsverwandt waren. Alois forderte unbedingten Gehorsam. Er war dem Alkohol zugetan. Der Zollamtsoberoffizial
trat und prügelte seinen Hund auch dann noch, als das Tier vor Angst auf dem Boden urinierte oder sich winselnd auf den Rücken warf und ihm demütig die Pfoten entgegenstreckte. Das war Alois Hitler egal, er schlug und schlug und schlug. Paula Hitler sagte, also Hitlers Halbschwester, der Vater erzog sehr streng. Er brüllte und tobte und schlug sie blutig. Heute wäre dieser Vater im Gefängnis wegen Kindesmissbrauch. Angela, Adolfs Halbschwester, fragte ihn einmal, warum er denn nach der Schule nicht sofort heimkomme, wenn er doch wisse, was ihn sonst erwarten würde. Adolf antwortete, ich zitiere, wenn ich heimgehe, werde ich vom Vater geschlagen, aber ich kann nicht spielen. Aber wenn ich wegbleibe, kann ich 1 Stunde spielen und die Prügel dauern nicht länger als 5 Minuten. Zitat Ende. Angela erinnerte sich auch daran, wie sie als 9-Jährige verzweifelt versuchte, ihren Vater am Uniformrock festzuhalten, wenn dieser wie wahnsinnig auf ihren 3-jährigen Bruder Adolf einschlug. Auch Alois Junior, der älteste der Hitler-Geschwister, bestätigt, wie er und Adolf von ihrem Vater mit der Peitsche aus Nilpferdleder geschlagen wurden. Es gibt nur wenige Zeugnisse und Aussagen Adolf Hitlers, die ich gefunden habe, zur Aggression seines Vaters. Eine davon: zu seinen Sekretärinnen Christa Schröder und Johanna Wolf sagte er einmal im Treppenzimmer der Reichskanzlei, ich zitiere, meinen Vater habe ich nicht geliebt, dafür umso mehr gefürchtet. Er war jähzornig und schlug sofort zu. Zitat Ende. Seiner Sekretärin Christa Schröder sagte Hitler, wie er bei Karl May gelesen habe, es sei ein Zeichen von Mut, seinen Schmerz nicht zu zeigen. Bei der nächsten Trachtprügel weinte er nicht mehr, sondern zählte jeden Schlag mit. Seine Mutter stand draußen ängstlich an der Tür, während er die 32 Schläge mitzählte. Allerdings habe ihn sein Vater von da an nicht mehr angerührt. Überraschenderweise für mich scheint Hitler auch mit Propagandaminister Josef Goebbels über seine Eltern gesprochen zu haben, wie ich herausgefunden habe und was kein Historiker bisher thematisiert hat. Goebbels notierte nämlich am 11. August 1932 in seinem Tagebuch, ich zitiere, abends erzähle ich von zu Hause, von Vater und Mutter. Beide haben mit Hitlers Eltern eine frappante Ähnlichkeit. Hitler ist ganz betroffen davon. Hitler hat fast genau dieselbe Jugend durchgemacht wie ich. Der Vater Haustyrann, die Mutter eine Quelle der Güte und der Liebe. Zitat Ende. Am Samstag, den 3. Januar 1903, starb Alois Hitler im Gasthaus Stiefler, als er gerade den ersten Schluck aus dem Weinglas nahm, an Lungenblutung, verursacht durch zu hohen Blutdruck. Welche Auswirkungen diese emotionale Talfahrt zwischen der fürsorglichen Liebe der Mutter und der brutalen Strenge des Vaters auf das Kind Adolf Hitler hatte, wird politisch korrekt banalisiert oder ganz ausgeklammert. Knopsche Gutmenschenhistoriker blenden dieses Thema hingegen fahrlässig aus, weil es wohl nicht zum Teufel und zum Dämon Adolf Hitler passt. Außer Zweifel steht, dass die früheste Kindheit eine tiefgreifende Wirkung auf Adolf Hitler ausübte. Aber Adolf Hitler darf kein Opfer sein. Aber auch er war ein Kind. Alles darüber in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1. Es ist das erfolgreichste Buch der Reihe. Darin beschreibe ich nicht nur die Kindheit von Hitler, sondern auch seine Militärerfahrung. Ich werde darüber ein Video machen. Und auch, wer Hitler finanziert hat. Mit seitenlangen Listen, wer Hitler finanziert hat. Mit einzelnen Namen von allen Firmen. Diese Liste hat mehrere Seiten und umfasst, wie gesagt, in diesem Buch nachzulesen. In diesem Buch könnt ihr auch nachlesen,
dass es eine absolute Verschwörungstheorie von Hitlers Gegner war, dass Hitler von einem Juden abstammte. Das ist absolute Fake News und wurde das erste Mal in den Anfang der 1920er Jahre von Hitlers politischen Gegnern aufgebracht. Es sind absolute Fake News. Fallt nicht darauf rein. In meinem Buch belege und beweise ich das. Auch in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute, gehe ich auf Verschwiegenes ein, auf alle Massenmorde an unserem deutschen Volk. Und ich habe weltweit einzigartig eine Liste erstellt, leider eine Liste erstellt, über die Massenmorde an uns Deutschen und habe die Zahl der Opfer zusammengezählt. Alleine diese Liste wäre es wert, das Buch zu kaufen, weil diese Liste gibt es nirgendwo. Und die Zahl der deutschen Toten geht in die Millionen. Ihr könnt es nicht glauben. Und dennoch werden unsere Millionen Opfer verschwiegen. Dieses Buch ist ein Andenken. Geschrieben für meine Oma, für meinen Opa, stellvertretend für Millionen andere, die gekämpft haben und unser Land wieder aufgebaut haben und heute noch einmal diskriminiert werden als Massenmörder. Und es gab keine Trümmerfrauen, die Türken haben unser Land aufgebaut und solchen Schmarrn. Bitte abonniert mich bei Telegram und abonniert auch meinen Newsletter. Die Links sind unten angegeben. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.